Willkommen beim Meilencoach und meinem Videoreiseblog Faszinierendes Kolumbien. Bevor ich euch nach Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Tayrona Nationalpark mitnehme, möchte ich euch kurz sagen, was ihr hier erwarten könnt. Ich richte mich an alle diejenigen, die smart und sicher dieses Land mit seiner großen Vielseitigkeit erleben wollen, komfortabel, aber dennoch preiswert in 4-Sterne-Hotels unterkommen möchten, Wert auf gutes Essen legen, auch kulturelles Interesse und Lust auf besondere Natur haben. In diesem Sinne nehme ich euch mit auf meine spannende und interessante Reise, die reich an Insider-Tipps ist, gespickt von Anregungen von Einheimischen, die ich hier kennengelernt habe und die ihr nicht in den klassischen Reiseführern finden werdet. Ich schätze für euch die Qualität der von mir besuchten Hotels, Restaurants, Bars und Cafés sowie Touren ein und sage euch, was es mich gekostet hat. Dabei bin ich objektiv und ehrlich. Ich bekomme keine Provision für meine Tipps. Und zum Thema Sicherheit, wenn ihr euch von Drogen, Prostituierten, unautorisierten Taxis fernhaltet, dann halte ich Kolumbien für ein sicheres Reiseziel. Genug der Einführung. Viel Spaß mit meinem Reiseblog und vielleicht reist auch ihr schon bald nach Kolumbien, was mich freuen würde. Also, alles Gute und los geht's. Von Frankfurt nach Bogotá bin ich sehr bequem mit der Lufthansa First Class geflogen. Aber das ist eine eigene Geschichte, die ich euch in einem separaten Video verlinke, die ihr euch dann bei anderer Gelegenheit anschauen könnt. Und ich stehe hier vor dem Four Points bei Sheraton. Das Hotel liegt im Norden von Stadtzentrum Bogotá in einer relativ ruhigen und auch sicheren Gegend. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen hier in Bogotá. Das Hotel gehört zur Marriott-Gruppe, die ich persönlich sehr gerne mag, weil sie Hotels aller Kategorien haben und letztendlich ein gutes Programm haben, wo man Punkte sammeln kann und wo man großzügig bedacht wird und viele Annehmlichkeiten erhält, wie freien Loungezugang, wenn man den Gold- oder Platinum-Status hat, Upgrades und eben vor allen Dingen eben die Punkte dann einlösen kann, wenn es irgendwann mal teuer ist. Das Hotel habe ich gewählt, weil es eine mittlere Preisklasse ist, ungefähr 120 € die Nacht und gut liegt. Schöne Annehmlichkeiten, hat auch eine Lounge und die Zimmer sind normal, würde ich sagen. Also es ist schon ein Business Hotel, jetzt nicht furchtbar charmant, also das ist leider so. Aber es hat auch ein Fitnesscenter, da habe ich euch, die Bilder zeige ich euch gleich im Anschluss. Und ein sehr, sehr gutes Frühstück, also wirklich mit ganz tollen Früchten, guten Eierspeisen. Kann man auf jeden Fall empfehlen und wie gesagt, wenn ihr zufällig auch bei Marriott Bonvoy sammelt, dann ist das eine sehr gute Option hier in Bogotá. Meinen Aufenthalt in Bogotá habe ich gleich mit einer Free Walking Tour durch das alte Stadtzentrum begonnen. Man muss für die meist sehr gut geführten Touren vorab nichts bezahlen, sondern kann am Ende selbst entscheiden, wie viel Trinkgeld man seinem Führer bezahlen möchte. Ein tolles Konzept, das sich weltweit bewährt hat. Ich habe die Beyond Colombia Tour mit Guru Walk gewählt, die um 10 Uhr täglich am Goldmuseum startet und auf Englisch wie Spanisch angeboten wird. Sie hat mich zu vielen originellen und interessanten Orten geführt. Seht selbst. Hier durch die Altstadt von Bogotá wurden wir auch zu diesem hübschen Markt gebracht, wo man besondere Dinge probieren kann, wie die Chicha. Chicha ist ein fermentiertes Maisgetränk, relativ dickflüssig, ein bisschen säuerlich, ein bisschen süß, ein bisschen merkwürdig, aber besonders und original. Große Attraktion in Kolumbien sind die Früchte. Also hinter uns, diese riesigen Früchte sind Guanábanas. Schmecken ein bisschen wie die Chirimoya, ein bisschen süßlich, ein bisschen apfelig, sauer, sehr lecker. Und daraus kann man hier wunderbare Mixgetränke, Shakes und so weiter bekommen für wenig Geld. Und auch das Obst ist hier fantastisch. Also es ist alles reif, perfekt. Hat heute Morgen auch zum Frühstück schon ganz toll. Also das ist sehr zu empfehlen. So, wir gehen durch eine kleine bunte Gasse in der alten Stadtteil La Candelaria und ja, mal schauen, was wir hier so finden werden. So, das ist wohl der Gründungsplatz von La Candelaria und wahrscheinlich auch von Bogotá.
ist bei Studenten beliebt und am Mittwoch ist hier nicht so viel los, aber ab morgen soll es hier richtig voll werden. Hier gibt es auch sehr viel Street Art, Graffitis, also sehr interessant. Durch diese Tour erhält man einerseits einen guten Einblick in die Geschichte und Kultur der Stadt und des Landes, andererseits eine erste Orientierung, um dann auf eigene Faust gezielt losziehen zu können. Ihr werdet nachher sehen, was ich für tolle Ecken, eindrucksvolle Museen und geschmackvolle Cafés und Restaurants kennengelernt habe. Gleich zeige ich euch ein sehr gutes Restaurant für die typische kolumbianische Küche. Diese Altstadt ist wirklich sehr schön und besonders. Also ich bin hier vor dem Lokal La Herencia in Bogotá und treffe mich gleich mit dem Abonnenten Maurice. Der kommt aus Österreich, lebt hier aber und ja, bin gespannt, was er mir hier zeigen wird und wir werden sicherlich sehr gut kolumbianisch essen. Das ist das Lokal von innen, schaut sehr schön aus und hier soll es gute traditionelle kolumbianische Küche geben. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass ich den Maurice treffe. Der Maurice stammt ursprünglich aus Österreich und lebt jetzt schon seit einigen Jahren. Lebst du schon in Kolumbien? Also mit Unterbrechungen ca. 1 bis 2 Jahren. 1 bis 2 Jahre, okay. Und der Maurice ist so nett und hat mir ein nettes Lokal gezeigt, wo wir ja gerade hervorragend gegessen haben. Die Bilder habe ich ja schon gezeigt. Und wir unterhalten uns jetzt sehr interessiert und über Kolumbien und natürlich über das Reisen mit meinen Kunden. Und ich freue mich sehr, dass ich hier auch in Kolumbien einen Abonnenten habe und der mir schöne Orte zeigt. Genau, wie dieses Restaurant. Im Anschluss an das sehr gute Mittagessen sind wir noch beim Parque 93 in das Café Azahar gefahren, um dort eine Kaffeeprobe durchzuführen. Kolumbien ist ja eines der größten Kaffee exportierenden Länder der Erde. Ich bin von diesem Ort sehr angetan. Unbedingt empfehlenswert. Ich zeige euch ein sehr nettes Café in Bogotá, Boho-Style, wo mich Maurice hier auch noch hingeführt hat, wo es wirklich sehr guten Kaffee, guten Kuchen gibt und schöne Atmosphäre, grün, toll auch zum Arbeiten oder einfach zum Abhängen. Ich grüße euch aus der Lounge des Four Point bei Sheraton Hotel in Bogotá, wo ich untergekommen bin. Hier oben haben Zugang von täglich 5 bis 9 Uhr mit Snacks und Wein und kleinen Verpflegungen diejenigen, die ein Zimmer mit Loungezugang gebucht haben, oder als Elite Platinum Member hat man hier auch freien Zutritt, was natürlich attraktiv ist. Wie wird man jetzt Platinum Member bei Marriott? Zum einen ist die Möglichkeit, dass man 50 Nächte oder mehr hier bei der Marriott-Gruppe im Jahr übernachtet. Dann ist man für dieses Jahr und auch das nächste Jahr Platinum Member. Oder alle 3 Jahre kann man an einer Challenge teilnehmen. Das heißt, man meldet sich an und wenn man dann innerhalb von 3 Monaten 16 Nächte in der Hotelgruppe übernachtet, dann kriegt man über diese Abkürzung auch den Platinum-Status, der viele, viele Vorteile bringt, wie Upgrades, kostenloses Frühstück, Zugang zu Lounges und eben deutlich mehr Punkte auch, die wiederum dann schneller zu Freinächten führen. Also sehr attraktiv und dazu zählen auch ruhig günstige Hotels, zu denen eben auch das Moxy gehört. Auch die Four Points sind nicht so sehr teuer. Courtyard ist eine gute Option. Und ja, im Sommer kann man sich auch in Sheraton oder in Westin oder in W oder sogar das Ritz-Carlton leisten, die auch zu dieser Gruppe gehören. Bevor ich das Stadtzentrum näher erkunde, hole ich noch schnell Bargeld, das man selten für Trinkgelder, Taxis oder Kleinigkeiten benötigt. Bei Davivienda zahlt man keine Automatengebühren. In Apps Cabify und Uber oder auch mit offiziellen Taxis mit Taxameter kommt man sicher und günstig ins alte Stadtzentrum. Für die 20-minütige Fahrt habe ich ca. 4 bis 5 Euro bezahlt. Man erhält einen guten Eindruck von der Großstadt, die attraktiv an den Füßen der Anden liegt, was man immer wieder eindrucksvoll zu sehen bekommt. Jetzt sind wir hier wieder in der Altstadt und ich besuche jetzt das Museo del Oro, das Goldmuseum, sicherlich eines der berühmtesten Museen hier in Bogotá. Und
Das wird sehr aufschlussreich sein, auch über die Geschichte zu lernen und den wunderschönen Goldschmuck aus der präkolumbianischen Zeit. Hier ist viel los, viele Essensstände, Leute, die für Fotos posieren. Eigentlich ein sehr hübscher Platz. Es scheint, dass ich Glück habe. Um 11 Uhr am Vormittag ist eine Gratis-Tour durch das Museum auf Englisch. Und die nehme ich jetzt mit und bin gespannt und werde euch dann berichten. Also auch ein guter Travel-Hack, falls ihr am Bogotá seid, mit dem Goldmuseum um 11 Uhr dann eine Gratis-Tour geführt. Das Goldmuseum ist von der kolumbianischen Nationalbank finanziert und eröffnet worden. Die Kunstschätze, die man so vor Raub und Handel schützen konnte, sind durch schwere Tresortüren gesichert. Wir sind jetzt innerhalb des Goldmuseums. Das ist eigentlich ein riesiger Tresor mit wirklich wunderschönen Figuren und Vasen und Schmuck. Also fantastisch. Eine zeremonielle Flöte, Musikinstrumente waren sehr wichtig und heilig für die Ureinwohner. Also ein sehr lebendiges Zentrum. Heute ist viel mehr los als gestern. Vielleicht liegt es auch an dem besseren Wetter. Sehr lebendig, sehr schön. Ja, sehr ursprünglich. Bogotá ist vielleicht keine Stadt, die einen gleich von Anfang an gefangen nimmt, aber so auf den zweiten Blick hat sie was und ist lebendig, fröhlich und vielseitig. Hier kann man auch öffentlich eine Partie Schach spielen. Wie die beiden Herren. So, jetzt kommen wir an die Plaza Bolívar und hier ist die Kathedrale, in die ich gleich mal reinschauen werde. Wie immer in Kolumbien steht die Kathedrale an der Plaza Bolívar und hier ist es noch ein Bischofspalast und der Regierungspalast. Sehr schön. Hintergrund dieses französisch anmutende Gebäude ist das Rathaus. Davor sind Hunderttausende von Tauben und die werden sogar noch gefüttert. Hier wirklich eine sehr hübsche Straße, die jetzt auch zum Botero-Museum führt und auch zum Theater, wo der Friedensvertrag mit der FARC unterzeichnet wurde. Hier wirklich ein wunderschöner Platz mit tollen Pflanzen und Palmen vor Kolonialbauten. Hier eine ganz ruhige und versteckte Ecke. Wunderschön. Guter Rückzugsort, vielleicht auch für ein kleines Mittagessen. Hier ein charmantes kleines Hotel, Opera. Daneben das Teatro Colón, was wunderschön ist von innen. Wir haben noch Fotos gesehen auf unserer Tour. Mal schauen, ob wir reingehen. Casa de Moneda, das ist ein Münz- und Geldmuseum in einem wunderschönen kolonialen Gebäude. Sehr attraktiv. Der Eintritt ist frei. Insofern macht es auf jeden Fall Spaß, mal kurz hier reinzuschauen und sich in diese Atmosphäre zu genießen. Eine Oase in der Stadt. Allein schon wegen der Architektur ist es lohnenswert, hierher zu kommen.
Das Museo Botero geht über vom Innenhof der Casa de Moneda und hier ist auch ein schönes Café, wo man sich ausruhen kann, was essen kann. Also toller Rückzugsort, sehr stylisch, sehr geschmackvoll gemacht. Unbedingt zu empfehlen. Und hier ist der Innenhof vom Botero Museum. Vielleicht von dem bekanntesten kolumbianischen Künstler, den das Land hervorgebracht hat. Berühmt ist er für seine sehr rundlichen Figuren. Alles ist sehr üppig, egal ob Männer oder Frauen. Selbst die Früchte sind besonders prall. Hier eine sehr humorige Interpretation von der Mona Lisa. Der Künstler hat sein Werk an den Staat, an das Land Kolumbien vermacht und die haben dafür sichergestellt, unter einer Bedingung, dass eben der Eintritt frei ist und seine Kunst für jeden zugänglich ist. Gerade die Skulpturen Boteros finden sich auf der ganzen Welt, zum Beispiel auch in Berlin, Den Haag, Venedig, Madrid, selbst in Singapur. Er ist international berühmt und geachtet. Hier in Bogotá könnt ihr seine umfangreiche Sammlung in besonderer Atmosphäre kostenlos bewundern. Er hat wirklich seinen ganz eigenen Stil geprägt. So, auf dem Weg zum Monserrate Teleférico, da geht's nachher hoch. So, hier ist die Kasse für das Teleférico. Die Schlange ist nicht so lang, man kann es auch online kaufen. Dann geht es schneller, aber das lohnt sich jetzt fast nicht, weil nicht so viele Leute da sind. Dramatische Wolken und tolles Sonnenlicht. Hier von 3152 Metern auf Bogotá. Der Blick, den man von 3152 Metern auf Bogotá hat, das ja auch schon auf 2690 liegt. Und es ist dramatische Lichtverhältnisse, tolle Wolken, durch die sich das Sonnenlicht bricht. Traum. Auch hier zu Fuß raufgehen, das sind knapp 600 Höhenmeter. Unter Normalbedingungen eigentlich kein Problem, aber mit Jetlag und ja, nicht an die Höhe gewöhnt ist, das dauert auch ein bisschen, vielleicht too much. So, hier ist das Heiligtum, die Kapelle von Monserrate. Ja, das ist eigentlich hier ein besonders schöner Winkel. Ein kleines Restaurant, ich will eine Kleinigkeit was essen und ja, das schaut schön aus und bei dem Licht hat man einen tollen Ausblick. So, ich bekomme jetzt hier eine kolumbianische Tomatensuppe, bin gespannt, was da drin ist und danach bekomme ich noch irgendwie ein kleines Maisgebäck, also bin gespannt. Sieht aus wie ein Maisgebäck mit ganz viel geschmolzenem Käse. Bin gespannt. Da im Hintergrund das Restaurant Santa Clara, wo ich gerade war, was sehr empfehlenswert ist. So, jetzt Sonnenuntergang über Bogotá. Die Stadt erstreckt sich bis zum Horizont. Der Turm in Farben von Kolumbien.
bin im Restaurant La Bifferia, das mir vom Hotel empfohlen wurde und speziell auf Fleischgerichte ausgerichtet. Mal sehen, wie es ist. So, ja, hier habe ich ein Entrecote, Bife de Ancho heißt es hier, Ribeye, kolumbianisches Fleisch und dazu Salate und Salsa Chimichurri, die man auch aus Argentinien kennt. Also schaut sehr lecker aus. Leider ist meine Zeit in Bogotá schon vorbei. Ich war 2 volle Tage und 3 Nächte hier. Ich denke, dass ich das Wichtigste gesehen habe, hätte es aber durchaus noch länger hier aushalten können. Ich bin bequem mit dem Hoteltaxi in 20 Minuten für knapp 14 € zum Flughafen gebracht worden. Das würde ich euch auch empfehlen. Ich darf nun nach Cartagena fliegen, die Perle der Karibik. Und das ist nicht übertrieben. In meinem nächsten Video nehme ich euch in die wunderschöne Altstadt Cartagenas und auch auf die Isla del Rosario zum Tauchen mit. Natürlich zeige ich euch, wie man am besten dorthin reist, wo man gut übernachten, essen und trinken kann, welche Ausflüge, Museen lohnenswert sind. Schaut euch auch die zweite Folge von meiner neuen Serie Faszinierendes Kolumbien an. Wenn euch meine neue Serie Faszinierendes Kolumbien gefallen hat, dann freue ich mich über euren Thumbs Up, euer Abo, falls noch nicht erfolgt, und schreibt mir eure Eindrücke und eventuell Fragen in die Kommentare, die ich gern beantworte. Viele Grüße vom Mailand Coach.